Stellt euch eine Stimme vor, die wie ein altes Grammophon klingt. Hell, vibrierend, gleichzeitig anrührend und sonderbar. Einen Mann mit Ukulele, langen Locken und einem Strauß Veilchen im Knopfloch. Und dann dieses Lied, Tiptoe Through the Tulips, zu Deutsch auf Zehenspitzen durch die Tulpen. Oh, tiptoe through the window, by the window, that is where I'll be. Come tiptoe through the tulips with me. Der Mann dahinter hieß Tiny Tim und er war weit mehr als eine schräge Fußnote in der Popgeschichte. Tiny Tim wurde als Herbert Corey in New York City geboren. Seine Eltern stammten aus zwei Welten. Der Vater aus dem Libanon, die Mutter aus einer jüdischen Familie aus Osteuropa. Tiny Tim brachte sich Gitarre und Ukulele selbst bei. Er verliebte sich in die Songs der 1910er bis 30er Jahre. Diese Musik war sein Zufluchtsort, sein Archiv und später seine Mission, die längst vergessenen Lieder wieder hörbar zu machen. In den 1960er Jahren tingelte Tiny Tim durch New Yorker Clubs. Er trat öfters in Kellern, Kabaretts und auf kleinen Bühnen auf. Der Durchbruch selbst kam über das Fernsehen. Rowan and Martin's Love-In machte ihn 1968 quasi über Nacht landesweit bekannt. Plötzlich war dieser sanfte Exzentriker ein Phänomen, das die Popkultur gleichzeitig belächelte und bewunderte. Noch im selben Jahr erschien sein erstes Album, God Bless Tiny Tim. Darauf befindet sich auch sein Markenzeichen, Tiptoe Through the Tulips. Das Lied war ursprünglich aus dem Jahr 1929 und wurde in Tims Version sofort zu einem Chartshit. Für Millionen wurde er damit zur Ikone des Ungewöhnlichen. Ein Jahr später gab es einen Moment, der in die Fernsehgeschichte einging. 1969 heiratete Tiny Tim seine Freundin, Miss Vicky, live in der Tonight Show von Johnny Carson. Ein Reality-TV-Augenblick, lange bevor es diesen Begriff gab. Die USA sahen zu, staunten, diskutierten, während Tiny Tim nun endgültig zu einer Kunstfigur wurde. Geliebt, verspottet, aber nie überhört. Doch wer nur den Gag sah, verpasste den Kern. Tiny Tim war ein leidenschaftlicher Bewahrer amerikanischer Unterhaltungsmusik. Er kannte hunderte von Liedern, Komponisten, Jahreszahlen und Tonarten. Doch die 1970er und 80er brachten Schwankungen. Mal ausverkaufte Shows, mal Nischenpublikum. Doch Tim blieb unermüdlich. Platten, Touren, Interviews, immer wieder sein Markensong, immer wieder Raritäten aus seinem Schatzkoffer. Schließlich fand die Popkultur ihn später neu. Sein Lied Living in the Sunlight, Loving in the Moonlight tauchte 1999 sogar in der ersten SpongeBob-Folge auf. Komponiert wurde der Song ursprünglich 1930. Tiny Tims Version erschien 38 Jahre später. Im Herbst 1996 kam es zu einer Tragödie. Während eines Live-Auftritts erlitt er einen Herzinfarkt. Tiny Tim überlebte, wurde aber eindringlich gewarnt, nicht mehr aufzutreten. Aber aufhören war keine Option für Tiny Tim. Nur kurz später, am 30. November 1996, stand er in Minneapolis auf der Bühne. Ein Benefizabend. Dann auf einmal brach er zusammen. Schnellstmöglich wurde Tiny Tim ins Krankenhaus gebracht, doch die Ärzte konnten ihn nicht mehr retten. Im Krankenhaus starb er im Alter von 64 Jahren. Wie schon beim ersten Herzinfarkt wurde Tiny Tims letzte Performance auch aufgenommen. Jedoch existiert heute, knapp 30 Jahre später, kein Video mehr davon. Oder zumindest welches man finden kann, womit es als Lost Media gilt. Oh, tiptoe by the window, that is where I'll be. Come tiptoe through the tulips with me. No, tiptoe by the shadow about me. Come tiptoe through the tulips with me.